dürfte sich ja so ein kleines bisschen herumgesprochen haben, dass ich ein großer Space Game Freund bin. Merkt man kaum bei meinem Content auf dem Channel. Und naja, da bin ich jetzt hier darüber gestolpert. Genau genommen hat mich der Wolfi, danke an Wolfi nochmal, mit der Nase drauf gestupst auf dieses Spielchen, was noch im Early Access ist, nämlich Nebulous Fleet Command. Was auf den allerersten Blick so ein kleines bisschen wirkt wie, sagen wir mal, wie Homeworld. Ja, man steuert also ein Echtzeitstrategiespiel im Weltraum, also in 3D. Ich muss mal kurz ein bisschen die Musik runterdrehen hier. Ja, 50%. Ist das okay? Können wir damit leben? Ja, können wir damit leben. Und ist aber gleichzeitig wesentlich komplexer als Homeworld. Also man hat bei einzelnen Schiffen teilweise irrsinnig viele Systeme und sagen wir mal Einstellungen zu beachten. Im Hintergrund sieht man, die Grafik sieht auch nicht schlecht aus. Ist allerdings, wie gesagt, noch im Early Access und da fehlen natürlich noch einige Sachen. Es gibt einen Multiplayer, es gibt einen Singleplayer, wobei ich mir habe sagen lassen, dass es im Singleplayer noch nicht ganz so viel gibt, also so Stichwort Kampagne, aber wir können uns zumindest mal das Tutorial angucken und schauen da mal rein, wie das so, was uns da so erwartet. Ne? Hier haben wir Skirmish und wir haben die Kampagne und die Kampagne ist im Moment so das Tutorial. Also viel ist von der Kampagne, glaube ich, noch nicht da, aber Skirmish, da kann man gegen die KI antreten. Wir machen mal das Tutorial und dann haben wir hier im Prinzip nur 2 Geschichten, die allerdings noch Untermissionen haben. Und dann würde ich mal sagen, machen wir mal das hier. Ja, zack. Und da haben wir hier die verschiedenen Lektionen. Einmal Interface Basic, Steuerung, Waffeneinsatz, Schadenskontrolle, Sensoren. Also man hat wesentlich mehr zu beachten als in Homeworld. So viel können wir gleich schon, wie gesagt, vorweg sagen. Ich würde mal sagen, ich fange mal vorne an, obwohl ich schon die ersten 2 Missionen, ich glaube, nee, eine Mission habe ich schon gemacht. Und da gucken wir uns das mal an, wie das geht, damit ihr so einen kleinen Vorgeschmack kriegt. Schau, da sehen wir erstmal das Loadout, was wir da haben. Die Friendly Forces, das ist die ANS Small Beginnings und die ANS Dusty Tome. Da sehen wir, was die für Waffen haben und was die für eine Ausstattung haben. Und ich würde mal sagen, können wir uns natürlich alles angucken. Starten wir mal. Commander, I'm Lieutenant Hazel. I'll be guiding you through the trials to determine if you're cleared for operations. The brass has their eyes on you, so try not to embarrass me. So, also da sind wir hier, da hängen wir mit den 2 Schiffen. Das nebenbei erwähnt, das Spiel gibt es für knapp 14 €, derzeit auf Steam, wird natürlich, wurde auch schon angekündigt, mit fortschreitendem Early Access teurer werden. Aber hier ist es erstmal, und das erste, was mir aufgefallen ist, die Größe dieses Asteroiden hier ist schon mal gigantisch. Ja, also man hat so den Eindruck, man ist wirklich im All. Und man hat hier diese Schiffe und jetzt kriegen wir erstmal das Tutorial, wie sich die Dinger bewegen. Die sehen, wenn man ranzoomt, nicht ganz so, sagen wir mal, die sehen natürlich nicht hochdetailliert wie Star Citizen Schiffe aus oder sowas. Aber davon wird man nachher auch einige, ich weiß es nicht, Dutzend, 100 sicherlich nicht, aber einige Dutzend Schiffe zur Verfügung haben und dann ist man eh nicht so nah rangezoomt und dann kann man sich das mal an den Hut stecken. Ich würde mal sagen, wir gehen mal das Tutorial durch. Let's get you familiar with the Als view allererstes controls kriegen first. wir mal die Kamera Hold down the left gezeigt. mouse button and drag the mouse to angle your view. Ja, also wir können hier Now bewegen, use the scroll wheel to zoom in wir and out. können rein und rauszoomen, komischerweise allerdings nicht And most sonderlich importantly, weit. moving the view. Use W, A, Und wir S, können and B mit to den pan the view. E and C WASD-Tasten will raise and können lower wir hier your view quasi in the battle space, respectively. herumpannen, also unsere Sicht verändern. Ja, das geht auch schon mal gut. Wir können auch nach oben und nach unten And that's it. Let's die move on to Kamera the actual bewegen. interface. Genau. We're going to select one of our ships now, so sit tight. Da haben wir die Schiffe, ne, die können wir auswählen. Und bevor sie hier weiter quatscht, dann sehen wir schon, wenn wir ein Schiff ausgewählt haben, haben wir einen Poppes voll Einstellungen und Anzeigen, die im Moment noch disabled sind, weil wir am Tutorial sind. Wir haben hier die verschiedenen Systeme, wir haben alle mögliche. Ich lasse mal weiterlaufen. You can select a ship either by clicking on its icon in the battle space, selecting it in the ship list, or pressing its corresponding number key indicated in the ship list. Also wir können hier die Schiffe auswählen, indem wir hier oben in der Liste durchklicken, indem wir hier reinklicken oder indem wir einfach hier, die sind ja mit 1 und 2 markiert, so, hier die 1 und die 2 auswählen. You've selected a ship. Now if you want to focus your view on the ship, you can use the F key.
You can also do this by double tapping the ship's number key to both select and focus on the ship at the same time. When focused, your view will automatically track the selecting unit until you move the view. Ja, das war so, wie man auf die Schiffe schaltet, wie man drauf fokussiert, entweder mit F oder mit der Doppelklick mit der Nummerntaste. Auch, naja, im Prinzip Standard, ne? Nichts Aufregendes. This ship in particular is the Rains-class frigate. It's the most common warship in the fleets, with a generous balance of speed, agility, armoring, and some good room for a good mix of support modules and weapon systems. Ja, also das hier ist so das Standard-Arbeitstier, ne? Eine Fregatte mit einer gesunden Mischung aus allem Möglichen. You'll also see at the bottom of the screen a readout of the selected ship. This is the ship information bar, and it's a list of the status of modules, weapons, current orders, and the general posture of the warship. Ja, also hier unten haben wir quasi Schiffsanzeige, hat sie gesagt, ne? This window is the damage control status board, and it'll be one of the most important Und hier items werden within die battle, Systeme as it shows angezeigt. the condition of all modules on the Und ship da wird as a color angezeigt, gradient. was grün ist, ist means okay functional und was and rot ist, undamaged, ist natürlich while red kaputt means heavy und damage. also A beschädigt. destroyed module or weapon is indicated in gray. Und was grau ist, ist wohl vollkommen zerstört. Ich nehme mal an, bis rot kann man reparieren, zerstört kann man wahrscheinlich nicht mehr reparieren. Damage control is a whole can of worms, so we won't be covering that for now. Let's move on. Okay, das war hier haben wir also die Statusanzeige. Next, the mount status display. This shows the status of all external mounts on the hull, which could be weapons, defense systems, Da haben wir or externe vehicles. Systeme, wie zum Beispiel Kanonen oder auch das Radar oder auch irgendeinen Launcher, wo ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiß, was er heißt. Currently, all of our mounts show green with a black slash, indicating they're operational but idle. If you're ever confused at what a color or a symbol means, you can hover over the color status icon with your mouse to see what's going on. So. Übrigens, wenn man auf Steam mal nachguckt, dann ist dieses Spiel durch die Bank weg, und zwar in den gesamten, als auch in den kürzlichen Bewertungen, mit sehr positiv aufgelistet. Also, da erwartet uns einiges, und ich bin natürlich entsprechend erwartungsvoll, was die Qualität und was den Spaß betrifft. Also gucken wir mal weiter. Lastly, we have the posture controls. These define how the ship will operate. From here, you can control maneuvers, which sensor systems are enabled, and toggle specific defensive systems. Okay, das hier sind so Shortcuts, da kann man irgendwie zugreifen auf den Thruster, auf die Manöverdüsen, auf die Formation und so weiter. Right now, I've disabled most of these so we don't toggle Die something sind by aber mistake. derzeit alle But we'll disabled, go over weil wir these uns gerade im systems later. Tutorial befinden, ganz klar. Got you 5 by 5. So you know how the interface works, but what about issuing an order to a ship? So, jetzt geht's los, jetzt kriegen wir erstmal die ersten The ANS Small Anweisungen. Beginnings is reporting that their drives are online, so we'll get that frigate into a nearby position. So, okay, wir fangen mit einem Select the einfachen ANS Small Beginnings and open the Action menu by right-clicking anywhere in the battle space. Genau, man klickt irgendwo hin, rechts, egal wo, dahin sollen wir hinfliegen. Wir können auch mal hierhin rechts klicken, ja. On the left side of the menu, select the Move or Movement submenu to see all available movement commands. Genau, und dann haben wir hier das Move, The den POS or Move-Befehl. Position command will order the warship to move to a position and Und den hold Befehl there. Move to Select Position. position and move the Small Beginnings within 500 meters of Waypoint Atlas. So, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, This is the dial widget, and it will allow you to accurately select a position Mit dem on the Ding plane zu the ship is arbeiten currently on by moving the und cursor. einen You can Kurs left zu click to setzen. confirm an order or right click to cancel. Moving out. so, To change the haben wir das elevation, gut hold gemacht. left control and move your Ja. cursor up or down. Das ging, You can glaub also ich, auch issue mit dem waypoints by holding left Shortcut. Ich shift glaube, and mit- marking a Ja, path. genau, mit. The order will only be confirmed when left shift is released and you Wunderbar. click again. So, er Don't ist forget, unterwegs. if you need to get a better view, you can still hold the left mouse button to angle your view even while the dial is open. When you're ready, lay in a course for the Small Beginnings to position itself near Waypoint Atlas. Und ihr seht, das Ding ist nicht sonderlich schnell, ne? Also wir sind hier nicht in einem super flitzigen Spielchen, sondern das Ding hat ordentlich, das Ding braucht ordentlich Zeit, bis sich von A nach B bewegt. Hier haben wir die andere Fregatte, ne? Da sehen wir mal, dass das durchaus ein bisschen Zeit braucht. Ich denke mal, das ist aber auch normal, weil wir müssen ja später wahrscheinlich komplexe Befehle geben. Copy that. Moving. Und ich denke mal, da hat man gar nicht so viel Zeit, wenn sich das Ding bewegen würde, wie bekloppt. Was ich cool finde, ein nettes Detail ist, dass die Steuerdüsen hier die ganze Zeit arbeiten, ne? So links, rechts. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern das realer Physik entspricht, aber es sieht auf jeden Fall cool aus, wie die Steuerdüsen hier die ganze Zeit In the arbeiten. future, you can also use the M key as a shortcut to issue Move to Position orders.
So, wir sollen innerhalb von 500 Meter, ja okay, das haben wir definitiv geschafft, wir sind 270, 260, 250, so jetzt sind wir da, wo wir sein wollen. Und jetzt macht auch die Bremstriebwerke an, also es scheint schon reale Physik zu sein. So, jetzt geht's erstmal weiter. Now let's talk formations. Because only one ship can be commanded at a time, formations are crucial for grouping your forces and keeping management simple. So, jetzt geht's um Formationen. Ja, sie haben gesagt, okay, man kann ja immer nur ein Schiff gleichzeitig irgendwo hinschicken, also ist es wichtig, Formationen zu bilden. The ANS Dusty Tome is reporting they're ready for orders, so we'll have them fall in with the small beginnings. Okay, wir machen jetzt also aus den zwei logischerweise eine Select the Formation. Dusty Tome and open the action menu. Standing by. The Formation command can be found under the Move submenu and is issued with the FRM or Formation button. Da You ist can also er. use the keyboard shortcut Left Shift plus F key. Okay, wir haben also das Formation-Symbol, da Form with Ship. We So. first have to designate a ship as the guide ship. This ship will be the actual leader for the formation, and all warships following the guide ship will try to copy their current orders. Select the ANS Small Beginnings to mark it as the guide. Haben wir gemacht. Und jetzt sollen wir es, glaube ich, hier hinsetzen. Forming up. Next, you'll need to Genau. designate a position for the Dusty Tome to take up in formation. The dial functions exactly like the movement command, but So, it's relative jetzt haben wir to the also guide ship. erstens eine Pick a position Formation for the Dusty rausgemacht Tome und to zweitens take station gleichzeitig noch festgelegt, wo dieses Schiff hier, also die The Dusty Dusty Tome, Tome will move into formation, in and die they'll try to follow Formation the guide geht. ship Und as zwar best they hier can. daneben. So, und da sehen wir schon, sie schließt jetzt auf. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. If the guide ship is moving when the ship is ordered to form up with it, the guide will automatically slow down to allow the other ship to catch up. Okay. You can have as many ships as you want in a formation, but keep in mind that there are drawbacks to having a lot of closely packed ships, beyond white-knuckled helmsmen. Spacing is key, and sometimes you need to split up. Ships near each other create a larger radar return, making stealth So, and jetzt kommt evasion das more schon so mit difficult and allowing the Spielereien, enemy wie to das detect eine you at a Formation longer ein range. größeres But we won't Radarsignal go over sensor verursacht und coverage so just weiter und yet. so fort, ne? Aber ich denke mal, davon machen wir uns noch keinen Kopf drum. Wir sehen jetzt hier allerdings auch, die gestrichelte Linie scheint sowas zu heißen wie, Achtung, das hier ist eine Formation, die durchgezogene heißt, okay, dass er sich bewegt. Und sofern ich es verstanden habe, wenn der sich jetzt bewegt, bewegt sich die gesamte Formation. Also, weil er hier der Leader ist, ne? Glaube ich jetzt mal. Werden wir mal probieren. How can we help today, Commander? Und dann kurz hier Aye, aye. Full power. mal gucken, ob er mitfliegt. Also er hier. Ja, ich glaube ja. Ja, die bilden jetzt quasi eine Einheit, mehr oder weniger. Was natürlich ganz cool ist. Genialomat. You can see the structure of your fleet and its formations in the ship list, which dynamically updates to show which ships are in formation Hier with sieht each man auch other. die Linie, ne? Sind zusammengebunden in einer Formation. Orders can be issued to your entire formation at once by opening the action menu in formation mode. This can be done by using left shift plus right click with any ship in the formation selected. Left Shift plus Right Click, mal. The action menu will Ah. indicate it's in formation mode by displaying the number of ships the order will be delivered to. Okay, For das ist, formation hier mode, sehen wir don't also, worry wie viele about Schiffe which das ship you sind. have selected, as the order will be delivered to all of them. Easier that way. Und das kann ich in der Tat sogar Movement hier... orders are a special case, as they will always be Mit dem routed to hier the guide machen. ship, and the whole formation will follow Ja. them. Now let's get the whole formation moving in a direction. The Drive Course command, found on the Move submenu as the CRS or Course button, will order a ship or formation to travel in a certain direction indefinitely. Select the Drive Course command now. Do not issue the order just yet. So, jetzt wollen sie uns beibringen, wie man, bis jetzt haben wir ja Position Moving gehabt und jetzt kriegen wir beigebracht, wie man einen Kurs setzt. Das heißt, die fliegen dann quasi unendlich weiter in eine bestimmte Richtung. When it comes to picking directions in space, you'll use the Sphere widget. Ah, It's similar okay. to the Dial widget from before, but allows for choosing directions more uniformly. Cool. It can be a little tricky at first, so take your time and get a feel for it. Kein Problem. Moving your hab alles mouse unter cursor Kontrolle. around will position the target on the surface of the sphere. By holding left control, you will log the direction and be able to change the radius. This is useful for weapons, as you'll see in a later lesson, but for choosing a course, we really only care about direction. Know that the cursor will remain on one side of the sphere, even if you pan the view. The initial size is determined by where your mouse was relative to the ship when you first opened the widget. If you need to switch the side, hold left control and draw the radius back through the center until it's on the opposite side.
Get some practice moving the cursor around now, as selecting a direction or position in 3D space can be very disorienting at first. When you're ready, issue the order to get the formation underway in the given direction. Okay, also, das war durchaus ein bisschen knifflig. Also man kann jetzt hier halt eine Richtung setzen, in welche die dann das Schiff dann fliegt oder die Formation dann fliegt. Mal gegen den Asteroid zum Beispiel, nein. Und man kann das immer nur in die vordere Hemisphäre machen, also nicht zum Beispiel zu mir. Wenn man zu mir möchte, dann muss man quasi so, dann muss man quasi die Control-Taste gedrückt halten und kann in die Richtung fliegen. Aber es ist okay, das haben wir irgendwie verstanden. Ich fliege jetzt einfach mal in die Richtung. So. The formation will now drive the course until told to do otherwise. Careful not to lose attention and let them get too far. We've had an incident in the past, and I'm not going to fill out more paperwork. Cool. Hat durchaus was. Erinnert mich so ein kleines bisschen so, ich weiß nicht, vom Feeling so, schlagt mich tot, wenn es falsch ist, aber so vom Feeling her so ein bisschen wie The Expanse. Aber gucken wir mal. Weiter geht's. Lastly, let's break the Dusty Tome back off from the formation. To do so, all you need to do is select the ship and issue a standard movement order to it. That will override its order to keep in formation. Okay, also wenn man ein Schiff rausholen will aus der Formation, klickt man es einfach an, macht einen normalen Bewegungsbefehl, zack, hier, so, und dann verlässt er die Formation und dann sehen wir auch hier, wir haben keine Formation mehr, ne? Der hat jetzt immer noch den Befehl hier, zack, in die Unendlichkeit und der hier, der hat den Befehl, hier bitte parken. Und wir merken auch, ein Schiff hat in der Tat so eine Art kleinen Wendekreis. Well, congratulations! That completes your first lesson in maneuvering ships in the battle space. We'll cover more advanced topics like weapons employment and tactical view in the next lesson. I'll see you back at the Academy. Und wir wollen natürlich hier, auf jeden Fall den Waffeneinsatz trainieren, deswegen machen wir gleich hier Battle Order, Battle Report received, exit at any time. Was kriegen wir denn für ein... jetzt kriegen wir ein Battle Report. Wobei da noch nicht viel ist, weil wir haben ja noch nichts benutzt, ne? Sehen wir da was? Achso, da haben wir hier Distance Traveled. Die Dusty Tome hat insgesamt 3,28 Kilometer zurückgelegt. Crew-Status 122 Mann. Okay. Cool. Okay, ich würde mal sagen, Export brauchen wir nicht. Main Menu. Dann würde ich sagen, machen wir gleich hier weiter. Und zwar mit dem... Ja, komm schon. Mit dem nächsten Tutorial, den Waffeneinsatz. Da sind wir natürlich alle heiß drauf. Wir wollen was explodieren sehen. So. Was haben wir wieder? Wir haben wieder Small Beginnings und Dusty Tome, klar. Now comes my favorite part. Yes! Weapons and how to use them. Achso, continue. Don't worry about that red contact over in the distance. It's a decommissioned frigate that's been tugged out here for target practice. Wo? Ich sehe keinen roten Kontakt in the distance. Wo sehen wir denn irgendeinen roten Kontakt in the distance? Ohne Witz. Wo soll... Egal, wird uns schon sagen, wie es weitergeht. Before we get to weapons, we need to learn about the tactical view. You can switch between tactical and normal views by pressing spacebar. Okay, gehen wir mal in die taktische Ansicht. Spacebar. Okay. Interessant. Okay. The view controls here are the same as Hat before, was. but you can zoom out much further and get a better idea of the situation in the battle space. Take a moment to look around now. Okay, man kann weiter rauszoomen. Das sieht man so wie... Also diese puristische Darstellungsart finde ich cool. Das hat was. Wie so ein altes Wing Commander Mission Briefing oder so sieht das aus. Cool. Was machen wir jetzt? The tactical view provides you with a lot of information that you wouldn't be able to get otherwise. It's your primary way of knowing what's happening around you. You'll be using it a lot. Okay, er sagt, man kriegt mehr Informationen. Ich sehe jetzt nicht mehr, aber wird schon stimmen. The range plane shows you both elevation of targets and their distance from a given point. When no ships are selected, it sits at the center of the battle space. Okay, er skaliert quasi immer die Entfernung auf das derzeit angeklickte Ziel. Das heißt, hier sieht man eindeutig, dass das Ding hier, was weiß ich, 30 Kilometer, ist das irgendwas zwischen 30 und 40 Kilometer, 37 oder sowas? Keine Ahnung. Select the small beginnings now to see how the plane changes. Hab ich? Take note that the range plane moved to center on that ship. Ja. It'll also track with it.
All ranges will be indicated relative to your currently selected ship. Okay, da kann man sehr gut die Entfernung sehen. Ich nehme mal an, das sind Kilometer, ich bin mir nicht sicher. Notice that the line from the enemy track to the range plane has a slight curve. This is because elevation and range are not directly related, so the contact's distance on the plane must be projected onto a sphere. Jetzt steht hier Range 3000, sind das 3,6 Kilometer? Oder dann ist das sind hier keine, dann sind das hier keine Kilometer. Dann sind das Meter, das heißt, das sind 3000 Meter. Okay, verstehe. Das sind 3000 Meter, 2000, 1000, alles klar. This layout makes it easy to determine the range of a target by looking at the position of the plane relative to your selected ship's capabilities. The dotted lines represent maximum ranges of your ship's systems. Red indicates offensive range, blue is sensor range, and defensive systems are green. Okay. Das ist also... Nee, ehrlich gesagt, was ist das? The dotted lines represent the maximum range of your ship's systems. Red indicates range, blue sensor range. Okay, blau ist die Sensorreichweite. Okay, das ist das Ding hier drumherum. Defensive are green. Jetzt sehe ich da überhaupt keine grüne... Ich sehe da gar nichts Grünes. Was ist das hier? Das Ding hier. Red Range... Okay, werden wir gleich noch sehen. Weiter. While there are common ship configurations found throughout the fleet, most ships have some unique capability. The ANS Small Beginnings is configured with 2 Mark 62 twin-barrel 120mm cannons and a 16-cell vertical missile launcher. Okay, wir haben Kanonen, 120mm Kanonen und wir haben Raketenwerfer. Alles klar, gut. Sehen wir das hier irgendwo? Ja, wir haben hier diese 2 Kanonen. Zack, zack. Bullseye Radar, klar, und den Raketenwerfer, das ist der hier unten, okay? I'm unlocking your weapon systems now, so let's Yay. put gunnery to the test with some tried and true naval fire. Okay, jetzt geht's los. There are several ways to target weapons. The fastest and simplest is by shooting directly at the sensor track. To do this, right-click the red sensor track to bring up the action menu in track mode. So, worauf soll ich schießen? Dahin? Habe ich. Reload all weapons. Ja, warte mal. Was ist mein Open the Action Menu on the enemy track? On the enemy track. Was heißt das? Moment, nochmal zurück. The action menu will indicate it is in track mode by displaying the targets and track number in the space. It Okay. will automatically open the weapons list if there are any weapons on the ship. The active targeting mode is shown at the top of the list. Right now we are in track mode indicated by TRK. We'll talk about other modes later. Wir sind in Track Mode. Select the cannons from the weapon list and light up the target. Okay. Engaging. Feuer! Ach, da oben ist das Ziel. Definitely seeing some hits there. Looking good. Okay, wo hat denn der überall Kanonen? Unten drunter und oben drauf. Alles cool. Er richtet sich auch automatisch so aus. Gut, jetzt sehen wir natürlich nicht, ob das Ziel getroffen wird. If the guns can't hit a target, the ship will automatically roll itself to get currently active weapon on angle on the target. Ja, haben wir This is gesehen. called unmasking. Dass er sich so ein bisschen gedreht hat. Cool. Right now you'll notice that our fire is pretty inaccurate. This is because our targeting solution isn't using a fire control lock. The red dot jumping around near the track shows where our sensors think the target is. Okay. Also er hat im Moment, schießen wir quasi so grob in die Richtung, weil wir keine Fire Solution haben. Zumindest hat er sich so ausgedrückt. Und deswegen hopst dieser Punkt hier, dieser rote Himmel hin und her. Let's improve our targeting accuracy by locking the target with our bullseye fire control radar, wir haben located ein on the Radar. top of the ship. Ja. Und das geht wie? Okay, wir locken jetzt das Ziel mit dem Radar und kriegen eine Fire Solution. Mal gucken, wie das To do funktioniert. this, right-click the track and select the LCK, or lock, at the top of the action menu. You can also use the X key keyboard shortcut.
So, warte mal, was sollen hier drauf? Achso, wir müssen natürlich erstmal unser Ziel. Und jetzt machen wir hier Rechtsklick. Und jetzt wollen wir. Was sollen wir machen? Irgendwo sollen wir auf Lock gehen. Ach, da auf Lock. Okay. Notice the new icon on the target. This indicates that the target is locked on and is providing much better accuracy and increased update rate on the target. Okay, jetzt trifft er offenbar besser, auch wenn wir immer noch nicht sehen, ob wir was treffen. Remember, not all ships have fire control radar, and you'll only be able to get a lock with ships that have them equipped. Gut, okay, klar. Nicht jedes Schiff hat Fire Control. Right now we are shooting armor-piercing, AP, shells at the target. Armor-piercing is effective on armor plating, but will only deal damage to internal components directly in the shell's path once it punctures the hull. Okay, armor piercing is effect versus on armor plating, but only deals damage to internal components directly in the... Okay, ist klar, wenn das Ding auf ein Schiff trifft, dann hier so quasi durchhaut, durchschlägt, dann macht es nur da Schaden, wo es auch durchfliegt. Ist halt armor piercing, ne? Well, any damage is a good thing. We can deal even more damage by switching the shell type to high explosive, dealing damage to a wide area in the target's internals. Oh Gott, okay, jetzt können wir auf High Explosive ändern und dann macht es natürlich in einem größeren Bereich im Inneren des Zieles Aua. We use high explosive, HE shells, against targets of appropriate size or smaller, or larger targets with heavy armor damage. HE shells cause much less damage to armor, but penetration will explode inside and do damage to all nearby components and personnel. We use higher explosion against targets appropriate size and small targets with heavy armor damage. Cause much less damage to armor, but the penetration will explode. Okay, das heißt, mit schwere Ziele, da sollte man vielleicht keine High Explosives nehmen, aber für leichte Ziele könnte man High Explosives, also zumindest habe ich so verstanden. To switch to HE shells, first open the action menu in track mode by right-clicking the track. Okay, habe ich. In the weapons list, next to the cannons entry, Ja. click on the ammunition icon to open the ammunition list. Click the Okay. 120mm HE shell option to select it. The ammo switch is now pending and will only be executed if a new fire order is given. To begin firing the new ammo type, click the weapon group to confirm the ammunition change. Okay, hat er gerade gesagt, wir ändern jetzt den Weapon Type. Wir müssen jetzt allerdings nochmal hier draufklicken, um diesen Wechsel anzugeben, weil im Moment schießt er, glaube ich, noch. Mit der... Now we'll select the small beginnings and watch what it's up to. Now select this... ja. Hab ich gemacht? The mounts display shows the ship's cannons are firing and cycling. When the yellow bar is filled, the cannon will fire again. We can also see that the fire controls Das ist radar is solid Nachladen green, hier. indicating it's active and it has an active lock-on. Und das Ding ist grün, das Radar, das heißt, es hat ein Lock-on, das heißt, es wird verwendet. Okay. Und was nicht verwendet wird, deswegen ist es grün, aber hat einen schwarzen Strich durch, ist der Missile Launcher. Also ihr merkt schon, ne, das ist wahnsinnig komplex. Und wahrscheinlich, wenn man so 10 oder 20 Schiffe hat, dann ist man total überfordert. Wir gucken mal. Here's the active orders list, showing an icon for each order the ship is currently executing. Right now we have an order to fire our guns and an order to lock the target. Ah, okay, das ist auch wichtig. Hier, das ist quasi die Order. Wir haben eine Lock-Order, also auf dieses Ziel, und wir haben eine Fire-Order. Interessant, okay, cool. Have the small beginnings hold fire and break their lock-on by right-clicking on the order icons to cancel them. Okay, jetzt soll ich die... Was soll ich machen? Ich glaube, ich soll den Lock aufheben. Habe ich jetzt, glaube ich, gemacht. Ja, jetzt ist der durchgestrichen hier. Jetzt habe ich keinen Lock mehr. Okay, und das Signal hier hops hin und her. Verstehe. Und nun? Nun passiert gar nichts. Cancel Order. All Orders. Okay, cool. And that's the basics of gunnery. The key thing is to know what ammunition to use, especially as your target takes more damage to warrant the big stuff. But what if you don't have a sensor track? But what if you don't have a sensor track? Na, dann schieße ich halt daneben. Take a look at your ship's hulls, and you'll notice the 4 white octagons on the sides. These are radar panels, and provide coverage for their respective sector of space. There's also a central control module inside the ship, which track what these panels see. Was?
Take a look at your ship's hull and you notice 4 right octagons. Wo sind denn hier Octagons? Meint er die hier? Ich glaube, das sind die, ne? Ja, das sind hier diese Dinger. These are radar panels and provide coverage for the respective sector of the space. There is a control module inside the ship. Okay, verstehe. Also das sind hier meine Radar-Dinger, meine Radarschüsseln oder keine Ahnung was. When panels are damaged or destroyed, you'll lose coverage in that area. Similarly, if the radar controller is destroyed, you'll lose all coverage in all directions. Obviously, fighting blind is not a good thing. Okay, also wenn einer davon zerstört wird, können wir in der Richtung nichts sehen. Super. But that won't put you out of the fight just yet. Direct fire weapons like cannons can fall back on visual targeting, where the crew will provide targeting data to your guns using onboard optics. Some weapons like missiles can't do this, however. Oh, hier kommen wir jetzt zu Raketen. I've ordered your crew to disable the radar. Take a moment and observe what happens. You don't want the first time you're operating without radar to be the real deal. Nein, sie haben uns ein Radar ausgeschaltet. Okay. With sensors disabled, Super. you will now see visual contacts when you have one of your ships selected, and nothing when no ship is selected. Visual contacts are only useful to the ship that actually sees the target, unlike the sensor track, which was shared across all ships. Send your traffic. Okay, das ist jetzt offenbar die, kurz gucken, die ungefähre Position des Gegners, weil wir kein Radar haben. Ich verstehe. Visual contacts are only useful so you can actually see the target. Okay, weiter. If you don't see anything, you'll need to move within visual range, about 3,200 meters. I've created a marker in the general area for your reference. That won't happen in actual battle. Okay, also wenn man kein Radar hat, muss man, damit ich irgendwas sehe, in ungefähr 3200 Meter Entfernung hintingeln. Und da sind wir natürlich nicht. Wir sind jetzt weiter weg, 3500. You can fire on visual contacts the same way you did with the sensor tracks. Use visual targeting to fire at the target ship with the small beginnings guns again. Okay, das heißt, jetzt muss ich da ranfliegen und dann shoot at the target with visual targeting. Also, was heißt shoot at the target? Da sehen wir ja gar nichts. Standing by. Das heißt, ich muss jetzt näher ranfliegen? Korrekt? Ich flieg mal mit dem Ding mit, ja? Ich mach mal das, was ich jetzt gelernt habe. Ich habe ja jetzt gelernt hier, Receiving. das Schiff hier, und dann machen wir mal, wie war das hier? Move, Formation, zu dem. You know the drill. So, okay. Und Awaiting du orders, Commander. bewegst dich jetzt, mal kurz gucken. Wie war das? Hier, Formation, Move, Position. Okay, wir fliegen jetzt erstmal hier. Warte. Wie war das? Control. So. Moving. So, wir fliegen jetzt mal in die grobe Richtung. Bis wir hier irgendwas sehen. Ready. Enemy Location ist auf 3,4. 3,3. Es ist schon spannend, aber ich glaube, im Eifer des Gefechts kommst du da wahnsinnig durcheinander. So, jetzt müsste ich was sehen. Gleich. Jetzt. Vielleicht auch nicht. Nee, ich sehe ehrlich gesagt noch nichts. Da, jetzt sehe ich was. Guck mal. Nee, warte mal. Hä? Awaiting orders, Doch, Commander. jetzt sehe ich was. Hier. Und zwar, jetzt haben wir hier Fire all Weapons. They're gonna learn today. So, schießt er schon? Nee, In noch a nicht. situation like this, you can imagine things are not going too well for you, but you'll at least still be a threat, so don't feel too cut up if your sensors go dark. So, mal gucken, wie das aussieht. Plauz. Okay, jetzt wissen wir zumindest, hat er gesagt, also normalerweise ist das nicht so gut, aber ist ja schon ganz schön gelöchert, ne? Cool, dass man das auch sieht. Er ist auch ein bisschen beschädigt. Cool. Now missiles. The ships in this fleet carry two variants of the SGM-2 series anti-ship cruise missiles, Ja, the Thunderhead Raketen. and the Hurricane.
So, wir haben 2 verschiedene Raketen, Thunderhead und Hurricane. Und wie es weitergeht, liebe Zocker und YouTuber, sehen wir beim nächsten Mal. Cliffhanger, bis dann denn.